Hi und herzlich willkommen. Ich bin der Marian von Outdoor Impression und in diesem Video werde ich euch das Gumotex Twist vorstellen, von unseren Erfahrungen damit berichten, euch nützliches Zubehör vorstellen und euch zeigen, wie ihr einen Spritzschutz nachrüsten könnt. Falls ihr auf der Suche nach einem möglichst preiswerten, aber dennoch zuverlässigen Einstieg in die Gumotex-Welt seid oder euer bereits vorhandenes Twist noch verbessern wollt, dann seid ihr in diesem Video genau richtig. Los geht es direkt nach dem Intro, also bleibt unbedingt dran. Hinter mir liegt das Gumotex Twist 2.1 von meinem Bruder dem Philipp und anhand dessen werde ich euch nun erst einmal das Boot im Detail vorstellen, inklusive der Unterschiede zum Twist 1. Philipp konnte das Boot bereits in verschiedenen Situationen testen und ich habe mich natürlich mit ihm über seine Erfahrungen ausgetauscht. Außerdem bin ich das Boot auch schon selber gefahren und so kann ich euch einen fundierten Erfahrungsbericht geben. Danach werde ich darauf eingehen, wie wir das Boot noch etwas wildwassertauglicher gemacht haben und welches Zubehör wir empfehlen können. Dieses Video hat Kapitelmarkierungen und ihr könnt auch zu den Themen, die euch interessieren, springen. Das Twist ist das günstigste Boot im Gumotex-Sortiment, was sich aber keinenfalls in der Qualität widerspiegelt, sondern im Umfang der Ausstattung. Bei einer Länge von 3,60 m und einer Breite von 83 cm wiegt es nur 13 Kilogramm. Und es hat ein Packmaß von 36 x 20 x 53. Damit hätten wir auch schon neben dem Preis die beiden größten Vorteile des Bootes. Diese sollte man aber keinenfalls unterschätzen. Alleine während der letzten Tour habe ich mir mehrere Male gewünscht, dass unser Scout doch bloß etwas leichter sei. Während ich Philipps Boot noch einigermaßen entspannt mit einer Hand hochheben kann, komme ich bei unserem Boot schon immer ins Schwitzen, wenn ich irgendwie versuche, es mit zwei Händen auf meinen Rücken zu kriegen. Beim nächsten Punkt sieht man dann aber auch schon, dass bei dem Boot gespart worden ist. Anstatt wie bei den meisten anderen Booten in einem Transportrucksack, kommt es in einem einfachen Stoffbeutel. Zum Lagern ist er absolut ausreichend und auch wenn ihr das Boot nie weit zum Wasser tragen müsst, ist er okay. Aber spätestens, wenn die Strecke zum Wasser das erste Mal länger wird, dann werdet ihr euch nach einer anderen Lösung umschauen und eine gute Lösung hierfür werde ich euch beim Zubehör zeigen. Positiv hingegen möchte ich dann wieder hervorheben, dass ihr die Wahl zwischen zwei Farben habt. Anders als bei anderen Booten könnt ihr neben Rot auch noch dieses Limettengrün hier wählen. Es ist zwar nicht ganz so unauffällig wie das Dunkelgrün von unserem Scout, aber dennoch deutlich unauffälliger als Rot und das könnte für den einen oder anderen von euch sicherlich auch wichtig sein. Das Twist ist aus dem eigens von Gumotex entwickelten und sehr robusten Nitrilon-Material. Es bietet mit seinen zwei Sitzen Platz für bis zu 2 Personen, hat eine maximale Traglast von bis zu 180 Kilogramm und Gumotex gibt an, dass man es bis zu Wildwasser 1 fahren kann, hierzu später aber noch mehr. Bevor wir zum Aufbau kommen, aber noch die Unterschiede zum Twist 1. Anders als das Twist 2.1, welches man zu zweit oder alleine fahren kann man das Twist 1 nur alleine fahren. Es ist dementsprechend kürzer und schmaler, 2,60 Meter lang und 79 cm breit und dadurch natürlich auch leichter. 9 Kilo wiegt es und das ist dann aus meiner Sicht auch neben dem Preis schon der einzige Vorteil. Und ich möchte an dieser Stelle schon mal sagen, wenn ihr nicht nur ganz sicher Tagestouren auf ruhigen Gewässern machen wollt und diese auch nicht ganz sicher immer nur alleine, dann nehmt auf jeden Fall das Twist 2.1. Der Aufbau geht sehr leicht vonstatten. Wenn sie gewünscht ist, wird als erstes die Finne in ihre Halterung gesteckt. Je nachdem, ob ihr es zu zweit oder alleine fahren wollt, montiert ihr dann 2 oder einen Sitz und gegebenenfalls die Fußstütze. Fahrt ihr es zu zweit, kommt ein Sitz an die vordere Befestigung und einer an die hintere. Vorne kann man bei Bedarf die Fußstütze montieren, hinten dient der vordere Sitz als solche. Wenn ihr es alleine fahrt, dann kommt der Sitz in die Mitte und auch hier kann man gegebenenfalls die Fußstütze montieren. Dann werden erst Sitze und Fußstütze
dann die seitlichen Luftkammern und zum Schluss der Boden aufgepumpt. Aufgepumpt werden die 3 Luftkammern mit einem Luftdruck von bis zu 0,2 bar über die bei Gumotex üblichen Push-Push-Ventile und fertig aufgebaut ist das Boot. Der Bootsboden hat ein integriertes Überdruckventil. Bei den beiden anderen Luftkammern sollte der Druck mit einem Manometer überprüft werden. Hierzu noch mehr beim Zubehör. Das Boot hat 2 einfach gehaltene Tragegriffe in Form eines Seils, welche ihren Zweck aber absolut erfüllen. Zu dem praktischen Gepäcknetz im Heck kommen durch die Befestigungspunkte für die Sitze auch noch weitere Befestigungsmöglichkeiten für Gepäck. Außerdem sind im Lieferumfang noch ein Reparaturset, ein Schlüssel für die Ventile und ein Schwamm enthalten. Wie bereits gesagt, dieses Twist hier durfte sich schon in verschiedensten Situationen beweisen und es hat immer überraschend gut performt. Für das Paddeln auf ruhigen Gewässern ist es bestens geeignet. Auch wenn die Spurtreue trotz Finne nicht ganz so gut ist wie zum Beispiel beim Seawave, so ist sie dennoch gut und man kann mit dem Boot auch lange Strecken zurücklegen. Eine mehrtägige Tour mit diesem Boot könnt ihr euch in unseren Videos zur Seimer Seenplatte anschauen. Den ersten Teil der Videos verlinken wir euch hier oben. Hier sieht man, dass das Boot sich auch eignet, um alleine mit Gepäck unterwegs zu sein. Mein Bruder hatte hier alles dabei, was er für 11 Tage in der Wildnis gebraucht hat und noch mehr. Zu zweit hingegen eignet es sich weder vom Platzangebot noch von der Tragfähigkeit für mehrtägige Touren. Aber Tagesausflüge zu zweit mit wenig Gepäck kann man auch bestens mit dem Twist 2.1 machen. Es ist nicht wind- oder wellenanfälliger als andere Luftkajaks und auch gegen den ein oder anderen Sturm ist Philipp damit schon angekommen. Aber wie alle Luftboote hat es natürlich seine Grenzen und es eignet sich nicht als Seekajak. Sehr küstennahe Touren bei schönem Wetter sind natürlich kein Problem, aber man sollte sich dann auch ganz sicher sein, dass es auch wirklich dabei bleibt. Kommen wir nun zur wohl spannendsten Frage. Wie fährt es sich auf einem Fluss? Nun ja, Fluss ist nicht gleich Fluss. Dass man Wildwasser 5 damit gar nicht erst probieren muss, das ist wohl klar. Und dass es die Herstellerangaben von Wildwasser 1 erfüllt, davon kann man bei Gumotex auch ausgehen. Aber was ist mit allem dazwischen? Philipp war so mutig und hat sich da langsam herangetestet. Die Angaben vom Hersteller sind natürlich immer sehr vorsichtig gewählt, um hier keine rechtlichen Konsequenzen zu bekommen, wenn mal was passiert. Und auch ich möchte an dieser Stelle einmal betonen, dass ich keinen dazu ermutigen möchte, seine Grenzen oder die seines Bootes auszutesten. Ich sage hier nur einmal meine Meinung und nach der sind die Fähigkeiten des Paddlers deutlich wichtiger als die des Bootes. Natürlich hat jedes Boot seine technischen Grenzen, aber auch das allerbeste Boot wird einem absoluten Anfänger im Wildwasser 5 nichts bringen und ein sehr erfahrener Paddler wird auch mit einem einfachen Boot über die Angaben des Herstellers hinaus zurechtkommen. Der Kanusport kann sehr gefährlich sein, ganz besonders im Fließgewässer. Und es kann hier buchstäblich um Leben und Tod gehen. Das Twist ist sicherlich oft ein Anfängerboot und ich bitte euch deswegen inständig, überschätzt euch nicht. Übt erstmal auf ruhigen Gewässern und dann auf einfachen Flüssen. Holt euch am besten jemand mit Erfahrung dazu oder besucht Kurse. Und begebt euch nie in Situationen, die ihr nicht einschätzen könnt. Wie bei allem anderen, das gefährlich ist, gilt im Zweifel sein lassen. So, aber was ist nun mit dem Twist? Wildwasser 1, das ist kein Problem, auch wenn es hier durch die offene Bauweise schon etwas mehr Wasser nimmt als andere Boote, aber spätestens ab Wildwasser 2 wird dieser Nachteil dann erheblich größer. Rein von der Stabilität ist das kein Problem und es lässt sich auch gut steuern, aber es kommt schnell viel Wasser ins Boot. Ein einzelner kurzer Wildwasser 2 Abschnitt ist okay, aber wenn es die ganze Zeit so geht, dann ist es nervig. Was das reine Fahrverhalten angeht, Philipp hat sich ins Wildwasser 2 Plus bis 3 Minus gewagt unter so weit wie möglich kontrollierten Bedingungen. Auch hier performt es noch gut, aber es ist so schnell voll Wasser gelaufen, dass es keinen Spaß mehr gemacht hat. Wer vorhat, öfter Wildwasser 2 oder 3 zu fahren, der sollte sich direkt nach einem Boot mit besserem Spritzschutz umschauen. Aber wer nur hin und wieder ins Wildwasser 2 kommt oder bereits einen Twist hat und nicht wechseln möchte, für den könnte der hier zu sehende Umbau praktisch sein. Auf diesen werde ich gleich beim Zubehör noch genauer eingehen. Links zu den Booten und dem gleich vorgestellten Zubehör findet ihr selbstverständlich unten in der Videobeschreibung.
Anstatt euch mal wieder zu erzählen, dass wir Partner von Arts Outdoor sind und ihr uns was Gutes tut, wenn ihr über die Links einkauft, möchte ich euch heute zum einen sagen, dass ihr mittlerweile auch einen finanziellen Vorteil habt, wenn ihr über uns auf Arts kommt, und zum anderen, warum ich euch Arts unabhängig davon wärmstens empfehlen kann. Wir kaufen nun schon seit einigen Jahren all unsere Boote dort, Paddelzubehör und einiges von unserem Outdoor-Equipment und wir waren stets außerordentlich zufrieden. Es gibt keinen Bereich, in dem uns Arts nicht überzeugt hat, aber es gibt einen, der ganz besonders hervorsticht, und das ist das Team um Jan Arts und er selbst. Eine so starke Kundenorientierung findet man heutzutage nur noch selten. Alle sind außerordentlich kompetent, kümmern sich stets mit größter Sorgfalt um jedes auch noch so kleine Anliegen und das mit einem so freundlichen und lieben Umgang, dass man sie einfach nur gern haben muss. Kurz gesagt, da steckt Leidenschaft dahinter. Uns ist es immer sehr wichtig, dass wir alles, das wir euch empfehlen, auch wirklich mit gutem Gewissen empfehlen können und deswegen war Arts für uns alternativlos. Umso mehr haben wir uns gefreut, dass auf unsere Anfrage auch wirklich eine Partnerschaft entstanden ist und so kann ich euch nun mit gutem Gewissen und aus voller Überzeugung sagen, wenn ihr noch nicht den Händler eures Vertrauens gefunden habt, dann schaut doch mal bei Arts vorbei. Und wenn ihr das macht, dann könnt ihr mit unseren Codes sogar nochmal Geld sparen. Die Codes findet ihr mit den Links unten in der Videobeschreibung. Wichtig dabei ist, dass die Codes funktionieren, müsst ihr vorher auf einen unserer Links klicken. Ich wünsche euch viel Spaß beim Shoppen. Das folgende Zubehör ist natürlich keine Liste allen Equipments, das ihr benötigt, aber es handelt sich hierbei um Equipment, das wir getestet haben und für sinnvoll einstufen. Es ist ein Luftboot, daher dürfte es ohne Luftpumpe schwer werden. Diese hier von Ecstasy haben wir jetzt schon einige Jahre im Einsatz und dabei war sie immer zuverlässig. Ein Manometer zur groben Orientierung ist integriert und die passenden Adapter sind direkt mit dabei. Hierzu gibt es noch eine günstigere Alternative von Bravo, welche mein Bruder nutzt. Auch Paddel dürften wohl zur Pflichtausstattung gehören. Ich habe hier mal beispielhaft meinen Paddel von Ecstasy in der Hand. Wer aber mit dem Twist Geld sparen möchte, der wird wohl kaum so viel Geld für einen Carbon-Paddel ausgeben wollen. Philipp nutzt bisher ein günstiges Paddel aus Aluminium. Er überlegt aber auf eins aus Fiberglas umzusteigen, da dieses leichter ist, aber trotzdem immer noch deutlich günstiger als ein Carbon-Paddel. 2,30 Meter sollte das Paddel ungefähr lang sein und ihr findet 3 gute Alternativen in verschiedenen Preisstufen unten in der Videobeschreibung. Nach der eben erwähnten Flussfahrt haben wir überlegt, wie man das Boot noch verbessern könnte und das mit möglichst geringen Kosten. Das Boot nimmt über den Bug viel Wasser und daher haben wir uns hier für einen zusätzlichen Spritzschutz entschieden. Man könnte diesen aus dem Originalmaterial von Gumotex fertigen. Dieses ist aber verhältnismäßig teuer. Günstiger ist normale Schlauchboot-Bootshaut, aber am allergünstigsten ist LKW-Plane. Diese ist auch wasserdicht, sehr robust und lässt sich hierfür ausgezeichnet verwenden. Montiert haben wir sie mit dem Grabner Werkstattkleber und das hält bombenfest. Mit Materialkosten von ca. 35 € ist diese Möglichkeit auf jeden Fall günstig und mit etwas handwerklichem Geschick auch einfach umzusetzen. Die Plane haben wir in Grau genommen, das ist zwar nicht exaktes Gumotex Grau, sieht aber trotzdem okay aus. 1,50 Meter mal 1 Meter war die kleinste bestellbare Größe und das war doppelt so viel, wie wir benötigt haben. Beim Kleber hat eine 100 Milliliter Dose gereicht. Man hätte den Spritzschutz auch noch länger machen können, aber nur wenn man das Boot ganz sicher immer nur alleine fährt. Genauso hätte man das übrige Material auch verwenden können, um am Heck ebenfalls einen Spritzschutz anzubringen. Hier war Philipp der leichte Zugang zum Gepäck unter dem Gepäcknetz aber wichtiger. Diese Arbeit sollte man auf jeden Fall zu zweit durchführen. Das Zuschneiden und Kleben wird sonst sehr schwer, aber mehr ist es eigentlich auch nicht. Wir haben die Plane erst mit einer Schere zugeschnitten und von der Form ans Boot angepasst. Vorne mit einer Lasche, welche dann nach vorne umgeschlagen und dort verklebt, dafür sorgt, dass es auch wirklich wasserdicht ist. Der restliche Spritzschutz ist jeweils oben auf den beiden Schwimmern verklebt. Bevor wir den Spritzschutz montiert haben, haben wir noch einen D-Ring vorne im Bug montiert. Mit einem Stück Paracord und 2 Karabinern lässt sich so ein Packsack unter den Spritzschutz ziehen.
Abgesehen davon, dass der Packsack so sicher verstaut ist, sorgt dieser auch dafür, dass der Spritzschutz nach oben gedrückt wird und so das Wasser noch besser zur Seite abgeleitet wird. Beim Kleben des Spritzschutzes und des D-Rings geht ihr genauso wie beim Kleben von Beschlägen vor. Hierzu haben wir bereits ein Video abgedreht mit einer Schritt-für-Schritt-Anleitung. Dieses verlinken wir euch einmal hier oben und am Ende des Videos. Auch beim Thema Packtaschen möchte ich eher im preisgünstigen Segment bleiben. Sehr praktisch finde ich da diesen Packrucksack hier von Earthpack. Mit ihm kann man bestens Equipment transportieren, aber was noch wichtiger ist, das Twist passt hier ausgezeichnet rein und damit ist er eine günstige Alternative für den Original Gumotex Packrucksack. Eine weitere günstige Alternative gibt es von Hiko, aber diese haben wir leider nicht rechtzeitig zu den Dreharbeiten erhalten. Wir werden sie nun aber für euch einblenden. Sie hat noch etwas mehr Befestigungspunkte als der Earthpack. Der Rucksack in Grün ist der Farbe vom Boot sehr ähnlich und es gibt ihn auch nochmal im Rot. So würde er zum anderen Boot passen. Das Boot passt noch besser hinein, dafür sind die Tragegurte etwas unbequemer. Laut Hersteller soll er nur 80 Liter Volumen haben, aber stellt man die beiden Rucksäcke nebeneinander, ist er sogar noch etwas größer als der 85 Liter Earthpack. Auch diese Packsäcke hier von Ecstasy sind sehr günstig und trotzdem gut. Es gibt sie in verschiedenen Größen und besonders die Größen 40 Liter und 60 Liter passen sehr gut ins Boot. Auch unter den nachgerüsteten Spritzschutz passt die 40 Liter Variante gut. Insgesamt kann man so problemlos ein 60 Liter und zwei 40 Liter Säcke im Boot verstauen. Mit den 140 Litern Volumen, die die drei Säcke zusammen haben, könnte man problemlos einiges an Equipment transportieren. Aber auch eine ca. 80 Liter große Tasche passt problemlos hinter den Sitz. Die Ecstasy-Packsäcke gibt es ebenfalls in einer Rucksackvariante, aber leider passt auch in den ganz großen das Boot nicht hinein. Die Taschen haben alle einen Rollverschluss. Beim längeren Eintauchen ins Wasser oder bei sehr starkem Regen kommt da irgendwann Feuchtigkeit durch. Deswegen packen wir immer noch alles, was gar nicht nass werden darf, zusätzlich in diese Trockensäcke vom Wandern. Für eine wirklich wasserdichte Tasche muss man schon deutlich mehr ausgeben und hier konnten uns bisher nur die Ortlieb-Duffel oder die Packtaschen von Grabner überzeugen. Zur Befestigung des Gepäcks nutzen wir diese Karabiner hier und oft auch noch Paracord zur Verlängerung der Befestigungspunkte oder zum Festschnüren von Gepäck. Das funktioniert auch beim Twist sehr gut und die gerade gezeigten Packtaschen lassen sich hiermit sehr gut befestigen. Ein Seil als Festmacher oder zum Treideln ist ebenfalls sinnvoll. Wasserdichte Handyhüllen haben wir auch immer im Einsatz, denn selbst ein laut Hersteller wasserdichtes Handy kann, wenn es lange Feuchtigkeit ausgesetzt ist, Schaden nehmen und außerdem kann man die Handys so am Boot oder an der Schwimmweste befestigen. Wie gesagt, ein separates Manometer macht meiner Ansicht nach Sinn, denn das Boot kann bei zu hohem Luftdruck Schaden nehmen. Wir nutzen hier dieses Manometer von Gumotex. Man steckt es nur auf und hat bei nicht spürbarem Luftverlust direkt den genauen Wert und kann ihn gegebenenfalls anpassen. Und dies sollte man bei Temperaturschwankungen oder Sonneneinstrahlung auch immer machen. Hierzu gibt es ebenfalls eine günstige Alternative von Bravo. Als Bootswagen nutzt Philipp dieses einfache Modell hier von Ecstasy, welches man zusätzlich auch noch als Stuhl nutzen kann und ihm hat das immer gereicht. Wir wissen allerdings auch die Sackkarrenfunktion von unserem Eckler Beach Rolli sehr zu schätzen und hier gäbe es ebenfalls eine günstigere Alternative von Ecstasy. Zum Bootswagen solltet ihr auch immer zwei Spanngurte mitnehmen, um den Bootswagen mit dem Boot oder das Boot mit dem Bootswagen zu verbinden. Außerdem könnt ihr auch eine Tasche mit dem Bootswagen verbinden und ihn so ähnlich wie eine Sackkarre benutzen.
Da es nicht explizit zum Zubehör des Twist gehört, werde ich hier nicht im Detail eingehen, aber es sei trotzdem an dieser Stelle einmal gesagt, sämtliches Sicherheitsequipment darf natürlich auch nicht fehlen. Eine Schwimmweste sollte man immer dabei haben und am besten auch immer tragen. Ein Wurfsack ist besonders bei Flussfahrten sinnvoll, genauso auch ein Helm. Bitte informiert euch im Vorfeld jeder Tour, welches Sicherheitsequipment notwendig ist und geht keine Risiken ein. Mein Fazit: Philipp wollte ein möglichst günstiges Boot, das er vielfältig einsetzen kann und das trotzdem die gewohnte Gumotex-Qualität hat, und dieses hat er mit dem Twist gefunden. Für Seen und ruhige Flüsse ist es bestens geeignet und mit etwas handwerklichem Geschick kann man es auch noch verbessern, wie gezeigt. Alleine kann man mit dem Twist 2.1 auch längere Touren machen und zu zweit entspannte Tagestouren. Es eignet sich also für Einsteiger und Preisbewusste. Wer aber ein paar Euro mehr übrig hat und von Anfang an höhere Ansprüche an das Boot hat, ganz besonders wenn es ums Wildwasser geht, der sollte sich auch noch anderweitig umschauen. Hier könnte sich zum Beispiel ein Blick auf das Gumotex Swing 1 oder 2, das Solar oder das Safari lohnen. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video bei eurer Kaufentscheidung weiterhelfen. Falls ihr noch offene Fragen, Ergänzungen oder Anregungen habt, schreibt es doch gerne unten in die Kommentare. Und falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert auch gerne unseren Kanal. So verpasst ihr keine neue Produktvorstellung und auch keins unserer spannenden Abenteuer. Ich wünsche euch viel Freude bei euren Abenteuern, sage vielen lieben Dank, dass ihr mit dabei wart und ich freue mich natürlich umso mehr, wenn ihr es beim nächsten Mal auch wieder seid. Bis dahin, macht's gut!